in Korneustein im Bauzug. Wir starten jetzt hier gleich, es ist 23:40 Uhr und wir starten gleich nach Stuttgart zur Tunnelbaustelle mit einer Ladung mit Schienen und Weichenbauteilen für die Nordseite vom neuen Tiefbahnhof. Da fahren wir über Esslingen und Bad Cannstatt und dann in den Tunnel rein und ja, bringen ungefähr 80 Tonnen Material darunter. Matratzen sind. Weil dann ist die hinterste Weiche freigefahren. Ja.
Arbeitszug ist hier im Nordkopf angekommen. Die Lok hat schon umgesetzt über die neu hergestellten Weichenverbindungen und wird jetzt in den nächsten Schritten hier im Nordkopf auf- und abfahren, um die Schienen, die auf den Wagen geladen sind, abzuladen. Dafür wurde am Ende des Arbeitszugs eine Vorrichtung angehängt, über die die Schienen langsam abgelassen werden können. Der Arbeitszug hat jetzt hier im Nordkopf über die bestehenden Weichenverbindungen umgesetzt und ist in das Gleis 1 oder das spätere Gleis 1 rangiert und fährt jetzt noch einmal Richtung Bahnhofshalle, um dann eben mit einer langsamen Fahrt die Schienen hinter sich über die Vorrichtung abzulassen. Der Zwei-Wege-Bagger hat jetzt eine der Schienen eingehakt und fädelt diese in das EMD, also die Ablassvorrichtung für die Schienen ein. Er hält die Schiene jetzt fest und dann bewegt sich der Zug wieder in die andere Richtung, damit die Schiene abgelassen werden kann. Der Zwei-Wege-Bagger hält jetzt die Schiene fest. Die Schiene ist in der Abladevorrichtung eingefädelt und jetzt bewegt sich der Arbeitszug gerade in die andere Richtung, also in unserem Fall hier Richtung Tunnel. Und dadurch bleibt die Schiene an Ort und Stelle und wird eben langsam von dem Wagen abgelassen. Der Zug, der fährt jetzt hier Richtung Tunnel, relativ langsam. Die Schiene hört hier schon auf. Man sieht, jetzt gleich ist das Ende der Schiene erreicht. Und die wird jetzt über diese Vorrichtung am Ende des EMD, also diese Abladevorrichtung, langsam nach unten gelassen. Mit der heutigen Lieferung sind jetzt ungefähr 950 Meter Schiene im Nordkopf angekommen. Im Anfang nächsten Jahres kommen dann nochmal die zweite Lieferung, das sind nochmal ungefähr 1900 Meter. Wir fangen nächste Woche an, die gelieferten Schienen zu verschweißen. Das dauert dann nochmal circa 10 Tage. Und dann sind die Gleise 1 bis 3 mit den endgültigen Schienen ausgestattet. Wir haben jetzt hier im Nordkopf inzwischen 12 Weichen betoniert bis Jahresende. Und dann im nächsten halben Jahr kommen die letzten 12 Weichen hier im Nordkopf dazu.